Willkommen zu einem tieferen Einblick in die North American T28. Dieses spezielle Exemplar steht in Freiburg in Deutschland und hat einen Spinner, wie man hier sehen kann, doch das ist sie ein wenig schneller. Und bevor man natürlich fliegen kann mit so einer Maschine, ist es wichtig, dass man die Systeme, wie hier den Landescheinwerfer, auch von außen her checkt. Man geht in den Rumpf rein und schaut sich die Sachen genauer an. Hier sehen wir zum Beispiel das Smoke-System rechts, der weiße Kanister, da wird das Öl für den Raucherzeuger eingefüllt. Der blaue Zylinder ist der Speed Brake Actuator, der operiert die Speed Brake Klappe. Die anderen Leitungen sind Hydraulikleitungen hauptsächlich, ein paar Elektroleitungen. Ja, es sollte eine Anzeige geben. Und auf der linken Seite sehen wir dann jetzt die Emergency Bottle, die schwarze Druckflasche da am Rumpf. Die ist dazu da, das Canopy im Notfall aufzumachen. Also da kann der Pilot einen Knopf drücken und dann schießt das Canopy nach hinten. Wir haben hier eine Extensive Checklist, sind wir durchgegangen, damit wir wirklich jeden Punkt des Flugzeuges anschauen. Dort das silbrige oben, diese Führungsstange, das ist der Hydraulikzylinder für das Canopy. Das sind die Steuerseile für Ruder und Höhenruder. Die grüne Flasche, das ist der Sauerstoff, der geht dann ins Cockpit rein, da können die Piloten Sauerstoff tanken. Dann wird das Flugzeug natürlich auch von außen genau inspiziert, ob die Ruder gängig sind, ob es kein Spiel hat. Das ist die Höhenruder-Trimmungsklappe hier. Dieser Auslass auf der rechten Seite, das ist vom Darton Clean Kit für überschüssiges Öl. Das Seitenruderspiel wird gecheckt. Sämtliche Anlenkungen. Hier hat es ein Strobe-Light. Der ist ein wenig beschlagen. Ich weiß nicht, den habe ich nicht gesehen, ob der geht. Und natürlich auch die VOR-NAV-Antenne. Bei vielen T28 sieht man auf der Rumpfoberseite einige Dellen. Das kommt durch den Verzug, weil die Cockpitverstrebungen bei einigen T28 mangelhaft abgeschnitten wurden. Und durch die starken Torsionskräfte an den Airshows sind einige T28 verzogen und haben Beulen auf der Seite. Das ist ein wichtiges Thema, dass man das immer anschaut. Das ist der External Access für die Hydraulikpumpe, damit man das Canopy auch von außen aufmachen kann oder die Klappen von außen fahren kann. Das ist der Anschluss für die Oxygen Bottle, da kann man den Sauerstoff von außen her auffüllen. Das ist eine C, jetzt wissen wir es. C-Checkliste. Und wenn der Walkaround completed ist, dann steigt man ins Cockpit rein, schnallt sich den Fallschirm um und gurtet sich entsprechend an. Und gleichzeitig kann man auch den Pre-Oiler laufen lassen, weil das geht sehr lange, bis der Motor voll mit Öl ist. Das heißt, das ist eine Pumpe, die dafür sorgt, dass das Öl in sämtliche Teilen des Motors geht, bevor man ihn anlässt. Den Helm braucht es, weil der Lärm im Flugzeug sehr groß ist, da müssen die Ohren gedämpft sein. Und dann geht es ans Anlassen des Motors. Man dreht den Motor 12 Blätter durch, um sicher zu sein, dass nicht ein Kolben blockiert ist vom überschüssigen Öl. Dann lässt man die Zündung an und dann sollte der Motor schon laufen. Hier sind wir auf der Piste. Und beim Start geben wir nicht Vollgas, sondern geben stufenweise Gas aufgrund des starken Drehmomentes, beschleunigen rund auf 80 Knoten und heben dann ab.
Nach dem Abheben ist es wichtig, dass man die Fußbremse betätigt, damit die Räder stillstehen, bevor man das Fahrwerk einfährt. Aufgrund der großen Kräfte, die man ansonsten hat, ist wichtig, dass die Räder stillstehen. Dann ist wichtig im Steigflug, dass der Motor optimal gekühlt ist. Das kann man mit den Oil-Kühlerklappen, den Cowl-Flaps, die man manuell verstellen kann. Kann man die Cylinder Head Temperature eigentlich schön recht regulieren. Das ist im Winter kein Problem. Und mit einer Climb Speed von zwischen 120 und 150 Knoten ist der Motor auch schön gekühlt. Wenn man dann auf Reiseflughöhe ist, reduziert man natürlich die Leistung auf ca. 30 Inch Manifold und 2000 RPM. Wenn man ein wenig Kunstflug macht wie hier, kann man auf 35 Inch gehen und 2200 RPM setzen. Das reicht alleweile aus, zum 180 bis 200 Knoten im Geradeausflug zu fliegen und schöne Rollen zu machen. Die Rolle in der T28 ist eigentlich recht einfach. Man muss einfach beachten, dass die Nase nicht unter den Horizont kommt, weil dann die G-Kräfte beim Abfangen relativ stark sind. Und das übt man zuerst in sehr großen Höhen und versucht da keine Höhe während der Rolle zu verlieren, damit man das auch tiefer über der Piste dann später machen kann. Hier sehen wir die G-Kräfte an der Oxygen Mask. Das war jetzt eine sehr schöne Rolle, die Maske hat sich kaum bewegt. Bei der nächsten Rolle sehen wir, da drückt der Pilot ein wenig zu viel im Rücken, darum geht die Maske nach oben. Und da habe ich noch versucht, meine GoPro wieder zu montieren, was natürlich nicht so einfach ist während der Kunstflugmanöver. Im Sinkflug ist es dann wichtig, dass man nicht zu steil sinkt ohne Motorleistung, damit der Motor kein Shock-Cooling erhält. Da ist wichtig, dass man immer ein wenig Leistung gesetzt lässt und sich Zeit lässt, um wie hier von 9000 Fuß wieder auf praktisch Meereshöhe runterzugehen. Und die Geschwindigkeit kann da variieren zwischen 200 und 250, 260 Knoten sogar. Das Flugzeug fliegt sehr schnell. Wenn man abbremsen muss, hat man jederzeit die Speedbrake zur Verfügung. Die kann man bei jeder Geschwindigkeit ausfahren. Die Klappen dürfen erst unter 140 Knoten ausgefahren werden und auch das Fahrwerk. Das ist in diesem Fall hier relativ spät passiert, aber das Flugzeug ist wirklich sehr einfach zu fliegen und bremst dann auch sehr gutmütig ab mit Full Flaps, sodass man die T28 ruhig auf 700 bis 800 Metern Asphaltpiste landen kann. Die Geschwindigkeit im Endanflug beträgt zuerst 120 Knoten und am Schluss sind es dann 100 Knoten, je nach Gewicht der Maschine. Das Aufsetzen erfolgt bei rund 80 Knoten dann. Und geübte Piloten, wie gesagt, schaffen das auf rund 700-800 Meter Runway. Am Boden ist dann wichtig, dass sofort die Kühlklappen wieder ausgefahren werden, da der Motor sonst überhitzen kann. Und vor dem Abstellen ist es wichtig, dass der Turbolader gekühlt wird. Da muss der Motor während einer Minute im Leerlauf gedreht werden, dass sämtliche Teile und der Motor auch entsprechend abkühlen können vor dem Abstellen. Hier auf der linken Seite sieht man schön die Kühlklappen, wie sie offen sind. Und das ist das vordere Cockpit mit der Anzeige für den neu eingebauten Smoke Generator mit dem roten Knopf, da die schwarze Platte. Sehr modern, sehr schön ausgerüstet, diese Maschine. Und die Speedbrake befindet sich da links auf dem Gashebel. Ja, und das war's dann auch schon. Jetzt ist Putzen angesagt, Wartung, das ganze Flugzeug wieder rein buxieren,
Das ist mit 3 Tonnen nicht so einfach und auch die Höhe von 3,90 Meter vom Flugzeug, das passt nicht in jeden Hangar rein. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.